China spielt die Rohstoffkarte, Inflation und Spannung steigt vor der Berichtssaison. Herzlich willkommen zum wöchentlichen Marktupdate. Um neue Technologien voranzubringen, ist China vom Import moderner Mikrochips abhängig. Seit Monaten versuchen die USA mit Hilfe von Sanktionen China vom Import und von der Produktion hochmoderner Mikrochips abzuhalten. Diese werden etwa für die künstliche Intelligenz, für die Raumfahrt oder beim Militär gebraucht. Auch die Niederlande und Japan haben sich den Sanktionen angeschlossen. Somit kann China, Punkt A, Hightech-Mikrochips noch nicht selbst herstellen und ist daher auf Chips und auf Maschinen aus dem Ausland angewiesen. So viel zum bisher vorletzten Akt. Den letzten Akt hat das chinesische Handelsministerium angekündigt und die werden damit die Ausfuhren der seltenen Metalle Gallium und Germanium ab dem 1. August kontrollieren. China gilt dabei als der größte Produzent dieser beiden Elemente. Sie sind wichtig für Mikrochips, Photovoltaik oder bei Nachtsichtgeräten, also zur militärischen Nutzung, und damit argumentiert China. Um hier wieder etwas Entspannung zu bekommen, war Janet Yellen in China. Sie zog ein relativ positives Resümee. Es ist in dieser Welt genug Platz für beide Länder. Warum sind die seltenen Erden so wichtig für die Wirtschaft? Einerseits gibt es nur geringe Mengen, die meist mit anderen Metallen wie zum Beispiel Aluminium gewonnen werden. Bei Gallium kommen mehr als 85% aus China, die fast zur Gänze in Leuchtdioden, E-Autos und in der Energiewende, nämlich in der Photovoltaik, genutzt werden. Germanium, noch um einiges seltener, kommt zu rund 2/3 aus China und ist Bestandteil für Mikrochips, Nachtsichtgeräte oder bei der Detektorentechnologie, wie zum Beispiel Röntgen- oder Radaranlagen. Das sind teilweise Schlüsseltechnologien der Zukunft. Recycling, ein Weg, um mehr Unabhängigkeit zu bekommen. Ob das reicht? Wir werden das sehen und darüber berichten. Kommen wir zur Inflation. China überraschte zu Wochenbeginn mit Nullinflation. Sinkende Preise beim Transport und bei Lebensmitteln, zum Beispiel bei Schweine, waren die eine Seite der Medaille. Weiter Richtung Süden ging es auch bei den Produzentenpreisen. Fallende Rohstoffe und fehlende Immobilienimpulse sorgten dort für einen Rückgang um 5%. Heute Nachmittag steht die wichtigste Zahl dieser Woche an, die US-Inflation. Die Analysten erwarten einen kräftigen Rückgang bei der Gesamtinflation auf 3,1%, während die Kerninflation mit 5 nur geringfügig tiefer erwartet wird. Dazu habe ich euch 2 Grafiken als Teil der Kerninflation mitgenommen. Die linke zeigt den Block der Wohnungskosten, der mit 34% ein Drittel des Inflationsindex darstellt. Hier sind wir gerade am Wendepunkt und die Rückwärtsdynamik ist noch sehr, sehr langsam. In der rechten Grafik ist die Preisentwicklung für Gebrauchtwagen aufgetragen. Das sind rund 8% im Inflationsbasket. Das Bild zeigt seit einigen Monaten einen kräftigen Rückgang. Die Lieferschwierigkeiten sind hinter uns, die Lager bei Neu- und Gebrauchtwagen sind mittlerweile voll, also ein gutes Signal für niedrige Preise und sinkende Inflation. Die heutige Zahl ist ein guter Maßstab für die in 2 Wochen anstehende Notenbank-Sitzung. Die Zentralbanken gehen danach in Sommerpause. Für die Analysten steht die Berichtssaison an. Am Freitag sind die großen US-Banken an der Reihe. 2 Punkte stehen im Mittelpunkt: die Profitabilität und steigende Risikovorsorge, jeweils aufgrund der gestiegenen Renditen. Wesentliche Beachtung finden außerdem der Ausblick bei Technologie, die Entwicklung der Lagerbestände und auch der erwartete Margendruck. Die Einschätzung für den amerikanischen Markt seht ihr in der Grafik. Der graue Balken zeigt nach unten und somit ist es eher skeptisch zu betrachten fürs nächste Halbjahr. Die gute Nachricht: in den meisten Fällen mit negativer Prognose war das ein gutes Zeichen für steigende Aktienmärkte. Und wie besprochen, heute kommen die Inflationszahlen für die USA. Nächsten Freitag werden wir die Berichte über die Großbanken sehen
Und damit ihr nichts versäumt, abonniert den Kanal am besten hier. Alles Gute und gesund bleiben, euer Larry.